kriya yuktasya siddhi syad akriyasya katham bhavet na shastra path matre yoga siddhi prajayate. We are starting discussions on Raj Yoga, also known as Hatha-Yoga, Kriya-Yoga. And this beautiful shloka says, this is all about Kriya. Dieses schöne Shloka sagt, das ist alles über Kriya. And to attain success or to attain enlightenment by doing yoga cannot be done by discussions. It can only be done by continuous practice of yogic exercises. Und Erleuchtung zu erlangen oder Zutritt zu dieser Weisheit zu bekommen, geht nur über praktische Übungen, es geht nicht über Reden. How can success be attained only by discussions and not by practicing nicely? Wie kann Sonnenuntergang erreicht werden? Nur durch Reden und nicht durch Praxis? And therefore, if you read a yoga book, try to put that into your practice if you want to attain or achieve anything by yogic path. Wenn du ein Yoga-Buch liest, dann versuche alles, was da drin steht, in deine Praxis umzusetzen, um diesen Yoga-Weg zu gehen. We have learned the basics of yoga, and unless you have learned the basics of yoga, it is not possible for us to start practicing Hatha-Yoga. Wir haben die Grundlagen von Yoga gelernt und solange du nicht fähig bist, diese Grundlagen zu praktizieren, können wir nicht mit dem Hatha-Yoga anfangen. Oder mit dem Raj-Yoga, ich weiß es nicht genau. Ja. Unlike Ashtanga Yoga, which has got 8 limbs, Hatha-Yoga has got basically 4 parts and they are called 4 different chapters. Also dieses Raj-Yoga hat 4 verschiedene Teile und die nennen sich Kapitel sozusagen. Und das andere hat 9. And those 4 different chapters are, the first one is asana. Diese 4 verschiedenen Kapitel sind, das erste ist Asanas, Übungen. And second one is called breathing. Und das zweite ist das Atmen. Third one is called mudras. Das dritte ist Mudras. And fourth one is called samadhi. Und das vierte heißt Samadhi. And what is the process of Hatha-Yoga? The process is mrityorma amritam gamaya. Und was ist die Essenz von dem Guruji? I don't understand. Raj Yoga and Hatha Yoga? They are saying different names. Yeah. So the process is mrityorma amritam gamaya. That means from death towards immortality. Und der Weg ist von Tod zur Unsterblichkeit. And it takes away from us daihik, daivik, bhautik tapa, and that means all the physical ailments what you have, all the divine issues what you have, and all the physical, that is all the natural things what you have around you, it cleans everything of it and makes you a perfect human being. Dieser Yoga-Weg, der reinigt alles von euch, alles Physische und auch das Göttliche und macht euch aus euch ein perfektes Wesen. The first chapter, when it starts,
it speaks about the preparations what are needed before you start your first practice. Das erste Kapitel handelt davon, wie du dich vorbereiten musst, um deine Praxis zu beginnen. And those preparations are basically like yama and niyama of your Ashtanga Yoga. Und es ist das gleiche wie diese Yama und Niyama von deinem anderen Yoga. Since these exercises are little tough and you put a little exaggeration in doing them, you must only practice when your Guru is present, at least for the first 30 days, then you can start practicing on your own. Und am Anfang solltest du nur praktizieren, wenn dein Guru präsent ist. Du solltest nicht übertreiben. Und danach, nach 30 Tagen, kannst du auch alleine weiter üben. So the first condition is that you should have your Guru around. Second condition is that you should perform it at a very decent, nice, peaceful place. Die erste Bedingung ist, dass du es nur praktizieren solltest, wenn dein Guru dabei ist. Und das zweite ist, dass du es an einem sehr schönen, friedlichen und harmonischen Ort praktizierst. These practices are not recommended to be performed in group. Und es ist auch nicht empfohlen, dies in einer Gruppe zu praktizieren. They should be performed when you are alone. Die sollen durchgeführt werden, während du alleine bist. And unless I try to put some rules, you will not like it because you love rules so much. Und bevor ich keine Regeln setze, wirst du es nicht mögen, denn du magst Regeln sehr gern. And therefore, let us start putting some rules around it. Deshalb werden wir zuerst ein paar Regeln darum setzen. The first thing, I will talk about what to avoid. Zuallererst werde ich darüber sprechen, was du vermeiden sollst. If you are planning to practice Hatha-Yoga, then please avoid excessive eating. Wenn du vorhast, Hatha-Yoga zu üben, dann vermeide bitte exzessives Essen. You should avoid doing very hard work, and by very hard work I mean that when you are doing something unwillingly, you get tired a lot, and you must avoid doing any work unwillingly. Du solltest auch nicht vorher hart gearbeitet haben. Damit meine ich, dass alles, was du arbeitest, ohne dass du es möchtest, ist harte Arbeit. Also solltest du nichts tun, was du eigentlich gar nicht möchtest. Avoid talking a lot. Und vermeide auch, viel zu reden. And then certain things like showering, you must shower early in the morning. Und dann auch solche Dinge wie Duschen. Du solltest morgens duschen. And you should not eat in late night. Und du solltest nicht spät in der Nacht essen. I have said to you that you must practice it alone, and when you are not practicing at that time also, please avoid excessive associations with human beings. Und wenn du solltest das allein üben, das hatte ich schon gesagt, und du sollst in der Zeit auch übertriebene Kontakte vermeiden. And avoid being unstable in yoga. That means you are practicing today and not practicing tomorrow. If you are doing like this, then don't enter Hatha Yoga. Keep doing your exercises as you are doing now. Und vermeide auch eine Instabilität in deinen Übungen. Das heißt, dass du es heute machst und morgen nicht, sondern du solltest, sonst könntest du einfach deine normalen Übungen weitermachen, sondern führe es regelmäßig aus. In order to continue your practice, you must develop at least these 6 qualities in you. Und um dieses Yoga auszuüben, musst du zumindest diese 6 Qualitäten in dir manifestieren. The first one is courage.
Die erste ist Mut, fearlessness, Angstlosigkeit, perseverance, Wahrnehmungsfähigkeit, attention, Aufmerksamkeit, faith in yourself and in the source, Selbstvertrauen, also Vertrauen in dich und in die Quelle and being away from the human company. und bleib from the human temple. From any being, From the human company, bleib. Ach so, von menschlicher Gesellschaft. Hm? Yeah. So, rest everything what is mentioned in Sanyam and Niyam chapters of yoga, we must follow, like non-violence, speaking the truth, non-stealing, and restraining, forgiveness, tolerance. Auch die anderen Qualitäten, die in unserem Yoga-Buch vorne stehen, wie Gewaltlosigkeit, nicht stehlen und so weiter, das gehört auf alle Fälle auch dazu. Compassion, Mitgefühl, ego-free, Egofreiheit, Egolosigkeit, no superiority or inferiority complex. kein Überlegenheits- oder Unterlegenheitskomplex. You must live clean and avoid eating excessive food. Du solltest reinbleiben und vermeiden, exzessiv zu essen. They were all consisting of yamas, if you have read. And then you must follow 10 rules, that is called niyama. First one is tapa. Dies waren alles die Yamas und jetzt kommen die Niyamas. Das erste ist, Yeah. Have patience. Geduld. You should have belief in God, the source. Du solltest an Gott oder die Quelle glauben. You must develop the quality of giving whatever you have in form of donations. Du solltest die Qualität entwickeln, dass du gibst, was immer du hast, in Form von Schenkungen. Practice regularly the meditation to your deity, to your God. Praktiziere regelmäßig die Meditation für deinen. Whenever you get an opportunity, listen to religious and spiritual discussions. Wann immer du die Gelegenheit hast, höre spirituellen oder religiösen Diskussionen zu. Use your intelligence for benefit of others. Nutze deine Fähigkeiten für das Wohl der anderen. And meditate and perform fire ritual whenever you can. Und meditiere und praktiziere Feuerrituale so oft du kannst. And then comes the very important aspect of Hatha-Yoga, and that is your food. Und dann kommt ein ganz wichtiger Aspekt des Yogas, das ist das Essen. Avoid excessive bitter, Vermeide exzessives Bitter, excessive sour, exzessives Sauer, excessive salty. auch besonders salzig. Avoid rotten food. Und vermeide auf alle Fälle verdorbenes Essen. You should not eat the food kept in refrigerator for a long time. Du solltest kein Essen essen, was für lange Zeit im Kühlschrank stand. Avoid oily food, Vermeide auch fettiges Essen, alcoholic food, alkoholisches Essen and excessive eating of fish and meat shall also be avoided. Auch das übertriebene oder ausgiebige Essen von Fisch und Fleisch solltest du vermeiden. So, and do not eat reheated food ever. Und esse auch niemals aufgewärmtes Essen. Okay, then this I have said a lot of things not to eat. Let us say what to eat then. Das sind also viele Dinge, die du nicht essen solltest. Jetzt können wir mal darüber sprechen, was du essen solltest. Rice, maize, milk, ghee, jaggery, butter, honey, ginger. Reis, Milch, Honig, Ghee, Butter, ja,
Ich habe jetzt bestimmt was vergessen. different lentils and pure water. Verschiedene Linsen und reines Wasser. And if you can practice all this, then you are ready and you have prepared yourself to practice your Hatha-Yoga. Wenn du das alles befolgst, dann bist du gereinigt und kannst dann Hatha-Yoga vollführen. Er hat noch natürlich Gemüse gesagt, Veggies, genau, Gemüse. And then comes the first chapter of Hatha-Yoga, and that is called asanas. Dann kommt das erste Kapitel des Yoga, das sind die Übungen, die Asanas. Asana is needed to make your body disease-free. Asanas werden benötigt, um deinen Körper also gesund zu halten. And also needed to make you perfect for practicing further exercises, and therefore you must master at least one asanas among the asanas we are discussing now. Und die Asanas sind auch deshalb wichtig, um mit anderen Übungen darauf aufbauen zu können. Und deswegen solltest du eine von diesen Asanas, die ich gleich nenne, auf alle Fälle perfekt können. Most of the asanas I'm mentioning here, I have already talked about them, practiced them, and you must be knowing they are also part of our book, and they are also part of our yoga, what do you call, free download. Also die meisten Yoga-Übungen, die jetzt kommen, die haben wir schon besprochen oder sie sind auch Teil eures Yoga-Buchs? Oder auch das, was wir schon praktizieren? So you must perform all of them, but practice one as asan siddhi, and asan siddhi means when you can perform an asan for about 32 minutes, it is being considered that you can perform it for any time you want. Und solltet ihr das also 32 Minuten lang halten können, dann heißt es, dass ihr das richtig durchführt. First asana is called Gomukhasana. Das erste ist das Gomukhasana. All of you know, I suppose, what Gomukhasana is? Ich glaube, ihr wisst es alle, was das ist. Yeah. So Gomukhasana is, no, you don't know? No, in a moment not. I don't have my book with me, no. Gomukhasana. If I start doing asanas, maybe then you'll have to complete Raj Yoga in 3 parts. But if you want, I can show them to you. Otherwise, I can look later. Gomukhasana. yeah. Otherwise, you follow the book and you will be able to find it. Okay. Ja. You have to. Okay, so we move ahead. In case there is any problem in the question and answer session, you can tell me and I'll show you that asana to you. Wir machen einfach weiter und wenn ihr noch Fragen habt, können wir das später in Fragen und Antworten klären. Yeah. She's showing. Ah, Ich glaube, die Kuh. So Okay. Gomukhasana, and then second one is Swastikasana. You please, if possible, you can keep telling the page numbers. I don't have books here. Muted, Antje. Du bist ausgeschaltet. Number Jetzt. 36. Es ist der normale Lotussitz. 36. Swastikasana. Yeah. Then Virasana. Virasana. Yeah. Yes. Look. Wow. Then Kurmasana.
I didn't understand. Kurmasana. Later on you can give the pages, or if not, you can in the group write down these asanas and page number, please. Schildkröte ist das, glaube ich. Yeah. Then there is an asana called Kukutasana, Dhanush Asana, Matsyasana, Paschimottanasana, Mayurasana, Savasana, Siddhasana. So any of these you must try to master one, and I'm giving you 4 very important asanas, and most of the yogis, they decide to master one of these. Okay, among that is Siddhasana and Padmasana. I think your guru has mastered Padmasana. You can decide to master something, whatever you want. Third one is Singhasana, and the fourth one is Bhadrasana. Okay? Anjali, I think you need to translate. It's Ja, ich habe das nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also, I don't get it, Guruji. It's, I don't understand. There are all the names. So why is the Ja. translation needed? Also es sind einfach nur alle Namen, die von den Übungen, die wir uns aussuchen können, in denen wir dann 32 Minuten aushalten dürfen. genau, die sind alle im Buch. Mhm. Kerstin, hast du was dazu zu sagen? Ja, das sind im Grunde alle Asanas, die im Sitzen, wo Guruji immer sagt, eine davon sollen wir uns so Sachen aussuchen und die sollen wir meistern. Okay. War da auch der Fisch jetzt dabei, Matthias Asana? Nee. Mhm. Die ist ja am Liegen. So they are basically sitting positions which we can choose. One we can choose, but we should be able to sit in half an hour in this asana. Yes, all of them are the sitting postures. Mhm. Das sind alles Sitzpositionen. You must practice most of them, but you must master at least one of them. Ihr solltet zu allen in der Lage sein, aber ihr solltet zumindest einen davon meistern. Unless you have mastered one of them, you must not move to breathing. Solange ihr nicht wenigstens einen davon gemeistert habt, könnt ihr nicht oder solltet ihr nicht zum Atmen übergehen. And when you are able to stabilize on your asana, then you must practice it regularly, eating as little as possible. Wenn ihr dann in der Lage seid, dieses Asana zu meistern, solltet ihr dazu übergehen, dass ihr so wenig wie möglich esst. If you are not able to stabilize your breath in your asana, you can never be able to keep your mind peaceful. Wenn ihr nicht in der Lage seid, euren Atem zu stabilisieren in diesem Asana oder euren Atem, ja, dann seid ihr nicht in der Lage, So by controlling your breath during the asana, you will also be able to control your mind to perform it. Also wenn ihr euren Atem meistern könnt und kontrollieren könnt, dann erst könnt ihr euren Verstand auch kontrollieren. Ihr werdet sonst nie in der Lage sein, still zu werden. And if you are able to do all this, then you can switch over to the next chapter of breathing. Wenn ihr in der Lage seid, all dies zu tun, dann könnt ihr in das nächste Chapter übergehen, das nächste Kapitel. Das ist das Atmen. And breathing is so important for you. As long as you breathe, you are alive. If you do not, you are dead. Und das Atmen ist so wichtig für euch, weil solange ihr atmet, lebt ihr, und wenn ihr nicht mehr atmet, seid ihr tot. If you are somehow able to bring your breath, that is the pranvayu, in the center nadi, that is Susumna, you have done your work of identifying yourself
of realizing the source and understanding who you are. Wenn ihr in der Lage seid, euer Pranvayu, euren Atem, euer Pranvayu in das Shushumna Nadi zu bringen, dann habt ihr die Voraussetzung, euch zu verwirklichen und ganz anzukommen. And if we are not able to bring the pranvayu in Sushumna, there is no chance that we can ever attain the meditative state. Und wenn wir nicht in der Lage sind, das Pranvayu in das Shushumna zu bringen, werden wir nie in der Lage sein, diesen meditativen Zustand zu erreichen. And nerve systems are impure. They have got a lot of impurities in ourselves, and therefore, as long as these impurities are there in the nerve system, it is not possible for pranvayu to enter Sushumna. Und solange unser Nervensystem nicht gereinigt ist, wir haben jede Menge Unreinheit oder Unbalancen in unserem Nervensystem, solange dies nicht möglich ist, ist es uns auch nicht möglich, das Pranvayu in das Shushumna zu bringen. Basically, there is only one breathing, and that is called Kumbhak. Im Wesentlichen gibt es nur einen Atemart und das ist Kumbhak. But that can only be performed after cleaning all the nerve systems. Kann aber nur praktiziert werden, nachdem das ganze Nervensystem gereinigt ist. And therefore, every person who wants to be a yogi must try to clean their nerve system and try to control on their diet. Und deshalb müssen alle, die ein Yogi sein wollen, müssen ihre Diät kontrollieren und auch ihren Atem. And for those, you need to do alternate breathing, the first one, Dafür müsst ihr das abwechselnde Atem machen. Das erste. Bhastrika, the second one, Vastrika das zweite. Kapalbhati, the third one. Kapalbhati das dritte. For cleaning your nerve system, you can also perform regularly Neti, Dhoti, Vasti and Noli. Und um euer Nervensystem zu reinigen, könnt ihr auch diese 4 Reinigungsarten anwenden. Okay. Even Gajkarni is also a system by which your food pipe is cleaned and you fill air in your stomach, in your lungs, up till your throat. Keep filling it till you start vomiting. Ihr könnt auch diese Art des sich Übergebens anwenden, indem ihr Luft in euren Verdauungs- und Atemtrakt bringt und genau. And when your nerve system gets clean and you start feeling lightweight, Wenn euer Nervensystem gereinigt wird und ihr fühlt euch leichtgewichtig, also leicht, then you are ready to do your pranayama. dann seid ihr in der Lage, euer Pranayama auszuführen. And pranayamas, as I said, holding the breath is pranayama. Den Atem anzuhalten ist Pranayama. And there are 8 types of holding the breath. Da gibt es 8 Unterarten, wie man den Atem halten kann. They are called Suribhedan, Ujjayi, Sitkari, Sitali. Diese 4. Yeah. Omkar, Brahmari, Murcha and Lavini. Und auch diese. Okay. Whenever you are ready, first perform the rechak totally. That means that you must empty your lungs and your abdomen to as much as possible. Zuallererst müsst ihr eure Lungen und euren Magen so weit leeren, wie es nur geht. And then inhale. Dann By atmet, whatever method you want to, those 8 methods I have told. And inhale
and fill your abdomen and lungs with pranvayu. Und dann fülle deinen Atem, deine Lungen mit Pranvayu. And then hold. The holding of the breath is called kumbha. Und dann haltet den Atem an, das nennt sich Kumbhak. And hold for as long as you can. Haltet es so lange an, wie es nur geht. At least for 64 seconds. Mindestens für 64 Sekunden. And then slowly breathe out. Und dann atmet langsam aus. If you are able to do this, then start enhancing your kumbhak every day. Wenn ihr in der Lage seid, es zu tun, dann fangt an, jeden Tag dieses Kumbhak, dieses Atemanhalten zu verbessern, also zu vergrößern. And when you are able to perform your kumbhak for 64 seconds, purak for 16 seconds, and rechak for 32 seconds, then only you must move to the next chapter called mudras. Erst wenn ihr in der Lage seid, diesen Atemrhythmus zu vollziehen, 16 Mal einatmen, 64 Mal anhalten und 32 Züge ausatmen, dann erst solltet ihr zu den Mudras weitergehen. And how will you know that? Again, when your body loses all the fats what you have, Und woran merkt ihr das? Zum Beispiel, wenn ihr feststellt, dass der Körper alles Fett, dass zu viele Fett verliert, was ihr habt. and when you stand in front of the mirror, you start liking yourself. Wenn du vor dem Spiegel stehst und du beginnst, dich selbst zu mögen. And when you start feeling hungry, Und wenn du beginnst, dich hungrig zu fühlen, then you must understand your nerves are clean and you are doing the perfect pranayamas. dann solltest du wissen, dass dein Körper rein ist und du die richtigen Pranayamas ausführst. Then you are ready to do your mudras. Dann seid ihr fertig oder seid ihr bereit, eure Mudras auszuführen. The practice of yoga, the practice of tantra, the practice of mantra is all based on our kundalini energy. Alle diese Tantra, Yoga und Mudras, das hängt alles mit eurer Kundalini-Energie zusammen. And kundalini energy, the movement of kundalini energy is only through susumna. Und der Moment der Kundalini-Energie geschieht nur durch Sushumna. And the moment pranvayu enters into your susumna, you become immortal. Before then that you understand what you are and you do not fear death anymore. Und nur in dem Moment, wo dein Pranvayu das Sushumna berührt, bist du in der Lage, unsterblich zu werden. There are Und du fürchtest den Tod nicht. millions of mudras being practiced. Es sind verschiedene Mudras, die praktiziert werden. Many of them you must have seen in dance. Viele davon werdet ihr sicherlich im Tanz gesehen haben. But I am not going to discuss them today. Aber ich werde sie nicht heute mit euch durchsprechen. We have discussed many mudras in our yoga book. You can go through that. Wir haben viele Mudras in dem Yoga-Buch beschrieben und ihr könnt euch damit beschäftigen. But today I want to discuss only about those mudras which can take us to immortality. Aber heute möchte ich mich nur mit euch, mit den Mudras auseinandersetzen, die zur Unsterblichkeit führen können. And these 10 mudras given by Shiva are only important in Raj Yoga.
Und diese 10 Mudras sind durch Shiva gegeben und nur im Raj-Yoga enthalten. If you can master even one of these, Wenn du nur einen davon meistern kannst, you can switch over to your samadhi. Your meditation will start becoming meditation automatically. dann kannst du zum Samadhi übergehen und deine Meditation wird automatisch still werden. And these mudras, I would like to tell you, may not have been mentioned in our book because they cannot be done alone. Diese Mudras mögen in unserem Buch nicht erwähnt worden sein, denn du kannst sie nicht allein machen. They are difficult mudras, and anytime you want to practice, your guru must be present around you. Es sind schwierige Mudras und dein Guru sollte präsent sein, während du sie ausübst. And these mudras are called, number 1, Mahamudra. Diese Mudras werden so genannt. Das erste ist Mahamudra. Second one is called Mahaband. Das zweite heißt Mahaband. Third one is called Mahaveda. Das dritte heißt Mahaveda. Fourth one is called Khechari Mudra. Das vierte heißt Khechari Mudra. Fifth one is called Udyan Band. Udyan Band heißt das vierte. Mool Band is the next one. Moolband ist das nächste. Jalandhar Band is the next one. Jalandhar ist das nächste. Viparit Karni is the 8th one, I think. Yeah, no, 8th one, yeah. Viparit Karni is the 8th one. Vritkani ist das achte. Vajroli Mudra is the 9th one. Vajroli Mudra ist das 9. And Shakti Chalini Mudra is the 10th one. Und Shakti Shali Mudra ist das 10. Okay. These mudras has not been given in most of the books. Some of them you can find somewhere, but mainly they are not given in any yoga book because you must learn them only from your guru and practice them in his presence. And then die meisten davon findest du in keinem Buch, denn es ist so, wie ich sagte, sie können nur in der Gegenwart eines Meisters gegeben und geübt werden. Jalandhar Band practice in Hatha-Yoga is different than the Jalandhar Band practiced in yoga. Und das Jalandhar ist, gibt es einen Unterschied, ob du das im Hatha-Yoga oder im Raj-Yoga ausübst. Okay, now let us talk about Mahamudra. Jetzt lasst uns über Mahamudra sprechen. Mahamudra was also the name of a person, the Anjali's guru, and Mahamudra, Name von Anjalis Lehrerin. Here what we are discussing is a mudra, and you understand what it is. Ja. There is a body part called perineum. Es gibt einen Körperbereich, der heißt Perineum. So what you do, you fold your left leg in such a way that heel of your left feet touches and presses your perineum. Ihr setzt euch so hin, dass eure linke Ferse das Perineum berührt und presst. Also dass ihr Druck auf. Then spread your right feet. Und dann spreize deinen rechten Fuß oder breite ihn aus. In the front side. In die andere Seite. What is this? Nobody likes mudra or what? You are having some. What? There was an emergency car going. It was in Dresden. It was only in Dresden, yeah. Before I started teaching mudra, emergency became
they become alert. Also bevor ich das unterrichte, wird gerade der Notdienst schon alarmiert. So you can understand how important these mudras are. Daran kann man sehen, wie wichtig diese Mudras sind. So now you spread your right leg and with your right hand, utilizing the thumb and your first finger. Okay, Mit der rechten Hand verwendet ihr euren Daumen und Zeigefinger. touch it like this. You see? Macht es so, wie ich es euch. Wie kann sie? But you understood what I'm saying or no? Not really. Kerstin, kannst du mal? Versuch's mal. Es ist Yeah. Kristen is doing it. So your knees, make your knees straight. Mhm. Yes. And then touch the toe of your right feet with the help of your hands. so, ja. Und dann berührt den Zeh eures rechten Fußes Yes. mit eurer rechten Hand. So. Okay. This is an asana we have been regularly doing. Das ist ein Asana, was wir regelmäßig auch gemacht haben. Now after this your mudra starts. Und danach beginnt ein Mudra. Okay. Now fill your belly and lungs with your pranvayu and hold them. Füll deinen Bauch und deine Lungen mit Pranvayu und halte es. Okay, at least for 64 seconds. Am besten für 64 Sekunden. And while you are holding your breath, you try to take your head on top of your knees. Und während du das tust, bemühe dich, deinen Kopf auf das Knie zu legen, auf das rechte. Now, after you have done here, in 64 seconds, without leaving the asana, Und bemühe dich, in diesen 64 Sekunden dieses Asana nicht zu verlassen. exhale out Atme aus and hold the breath outside. und lass den Atem langsam abfließen. And then you keep doing this for as many times as you can. Inhaling, holding, exhaling, holding. Und tue dies so oft du kannst, also ausatmen und halten, ausatmen und halten. And if you are able to do this, this is called your first mudra, Mahamudra. Und wenn ihr in der Lage seid, dies zu tun, ist das euer erstes Mudra, das Mahamudra. Also das war jetzt vielleicht eine kleine Korrektur. Nach dem Ausatmen auch so lange wie möglich halten. Ja. No? Also ja. Und dann wieder einatmen und halten. Ja. Yeah? Ja. Any doubt Und you have sitzen? here? Und sitzen wir dann noch so lange in diesen gestreckten Beinen und Ferse an Beckenboden? Ja. Ja. If you are able to do this, then there is a possibility that Kundalini energy, the Pranvayu, Kundalini energy, which moves through Ida or Pingla, and the mouth of Kundalini is on your Brahmarandhra. Not Brahmarandhra, Brahma Granthi. And that Brahma Granthi is close to your Muladhara Chakra. Also es kann sein in dieser Stellung, dass der Kopf dieser Kundalini-Schlange in der Nähe deines Mula Bandha Chakras ist. Then, when you do it regularly, then there is a possibility that it comes a little up and the air, the pranvayu
has so much of force that it breaks the Brahma Granthi and moves upwards through Sushumna. Und wenn ihr das regelmäßig übt, kann es sein, dass die Kraft der Kundalini-Schlange so stark wird, dass ihr Barrieren durchbrecht und könnt Sushumna And that betreten. is what the purpose of Mahamudra is. Und das ist, was der Zweck dieses Mahamudras ist. If you are breathing from the left nostril, then you must practice also with the right nostril. Wenn ihr es vom linken Nasenflügel aus übt, müsst ihr es auch vom rechten ausüben. And when the number of counts through the left nostril and right nostril becomes equal, then only you should stop it. Und wenn die Anzahl der Atemzüge durch das rechte Nasenloch genauso groß ist wie das durch das linke, dann könnt ihr aufhören. Okay? Okay? Any doubt? Irgendwelche Zweifel? Ich weiß jetzt nicht, wieso wir plötzlich Wechselatmung machen. Ich dachte, wir sollten den Atem immer anhalten. Und I don't understand why we now do alternating breathing. I thought we shall do the holding of the breath. Holding of the breath you are doing already. Ihr hattet doch schon den Atem. You are holding up your breath for as long as you can. Haltet den Atem an, solange ihr könnt. But if you have inhaled through the left nostril, then you have done kumbhak, that is holding of the breath. You have taken out your breath, and you have done, let us say, 10 times with the left nostril. Then you must also do 10 times with the right nostril. That Also is wenn ihr what jetzt immer durch das linke Nasenloch geatmet habt, meinetwegen 10 Mal und macht dann Kumbhak, dann müsst ihr auch 10 Mal durch das rechte Nasenloch atmen und Kumbhak machen. Okay? Guruji, Dürfen wir diese Übung dann tatsächlich machen? Oder ich habe jetzt nicht ganz verstanden, vorher waren so viele Dinge, die man erst nur mit dem Guru machen darf und so viele Dinge, die zur Vorbereitung für das Ganze da sind. Und sollen wir diese Übung jetzt tatsächlich machen oder braucht es dafür noch Are we now monatelange actually Vorbereitung? allowed to do this exercise? Because before there was this and this and this, what we have to fulfill, and then we shall do it within the present. You must not do it. I'm teaching it theoretically. I have already said that these exercises of mudras, you can only start doing them in the presence of your Guru. Ich hatte ja schon gesagt, dass du das nur beginnen kannst in der Gegenwart deines Gurus. Und vielleicht ist auch so, schreibt euch eure Fragen auf, weil sonst sind wir ganz schnell in der Fragerunde drin. Und wenn wir noch ein bisschen Meditation haben wollen, dann kommen wir Please note your questions for the question and answer round, because when we still want to have a little meditation, then we need to wait with the questions for the question and answer round. Yeah. So this is the first one. Second one is called Mahabandha. Das war also das erste, das zweite heißt Mahabandha. Mahabandha, you have to start like this only as you have done. Left heel shall be on top of perineum, and perineum must be getting pressed. Das ist genauso wie bei dem ersten, dass ihr die linke Ferse in euer Perineum presst. An euer Perineum presst. And then keep your right feet on left thigh. Und dann tut euren rechten Fuß auf euren linken Oberschenkel. Then inhale in. Atmet ein. As much as possible. Viel wie ihr könnt. Put the Jalandhar Bandh here, put your throat lock. Halslock, Halsverschluss. And do not allow
air to move out. Put your entire attention on your eyebrows. Und lasst keinen Atem entweichen, sondern tut eure gesamte Aufmerksamkeit zwischen eure Augenbrauen. Your attention and your kumbhak both shall be at least for 64 seconds. Und eure Aufmerksamkeit und das Kumbhak soll mindestens für 64 Sekunden halten. And if you can hold it for longer than 64, then it is the best thing. Wenn ihr es länger halten könnt als 64 Sekunden, ist es am allerbesten. And then slowly you take it out. Und dann lasst ihr langsam den Atem wieder rausfließen. Okay, if you have taken the breath from the left, repeat it through the right. Wenn ihr jetzt eingeatmet habt durch die linke Seite, tut das Gleiche mit der rechten Seite. Then it will be called as Mahabandh. Dann wird es Mahabandh genannt. Then next is Mahaved. Das nächste ist Mahaved. And what is Mahaved? Again, whatever you have done in Mahabandh, you repeat the same thing. Was du eben in der Mahabandh gemacht hast, das wirst du nochmal wiederholen. When you are doing Kumbhak, Wenn you du, must lock your mind. wenn du Kumbhak tust, sollst du deinen Verstand verschließen. You must lock your mind, you must lock your prana, you must lock your apana. Du musst deinen Mind verschließen, deinen Atem und auch dein Apana. And then we are doing something in Tulasana. Remember? Wir machen etwas in Tulasana, könnt ihr euch erinnern? Like this, lifting ourselves. Wie dieses hier, euch selbst anheben. So let your breath be in and you lift yourself and then leave it. Fall on your button. Und dann, also nachdem ihr euch dann hochgehoben habt, lasst euch auf euren Po fallen. Do it as many times as you can. Und tut es so oft wie ihr könnt. Continuous practice of this, then Ida and Pingala moves a little and temporarily Susumna gets opened. Wenn ihr das oft tut, dann öffnen sich Ida und Pingala öffnen sich etwas und es kann sein, dass sich auch Sushumna öffnet. And then Pranvayu starts moving towards Susumna, breaking the Brahm Granthi. Und dann kann es sein, dass Sushumna sich auch öffnet und Brahm Granthi sich durchbricht. Das Ja. Pranvayu des Sushumna betritt. Genau. And that is what the purpose is. Purpose of all these mudras is only one, and that is making Pranvayu move towards Susumna and making the Kundalini energy starts rising. Der ganze Zweck dieser Übung ist, dass wir das erreichen, dass Pranvayu Sushumna betritt und dass die Kundalini aufsteigen kann. Yeah. You want me to cover all the mudras or 3 are sufficient? Möchtet ihr, dass ich alle Mudras abhandle oder reichen euch erstmal 3? Ich denke, wenn ich auf die Uhr schaue, wenn wir noch ein bisschen meditieren wollen, dann sollten wir es bei diesen 3 belassen. I think when I look on the watch and I see how late it is and we still want to meditate a little bit, we should stop at 3. Yeah, that is why I asked. And if you are able to practice even one of these mudras, meditation and meditative states becomes possible for you. And that is what all about Raj Yoga and Hatha-Yoga is. Thank Wenn you. ihr also nur einen von diesen Mudras praktizieren könnt, wird eure Meditation sich verbessern. Und das ist es, worum es beim Hatha und beim Raj Yoga geht. We must try our meditation for 20 minutes today. Wir werden unsere Meditation für 20 Minuten probieren heute. And must
try to meditate on nothing. Und wir werden versuchen, auf nichts zu meditieren. Thank you. Let's start now. Dankeschön. Und lasst uns jetzt beginnen. Thank you.